Der stumme Zeuge. Die Uhr an der großen Gerichtsraumwand schlug Mitternacht. Ein scharfer Klang hallte durch den leeren Saal, doch der Hammer des Richters fiel nicht. Der Prozess des Jahrzehnts war gerade zu Ende gegangen, aber etwas stimmte nicht. Die Hauptzeugin, eine gefeierte investigative Journalistin, war verschwunden, bevor sie ihre letzte Aussage machen konnte. Kommissar Johannes Keller starrte auf den leeren Zeugenstand, sein Kiefer verhärtet. Noch vor wenigen Stunden hätte Sophie Hartmann aussagen sollen. Ihr Wissen war der Schlüssel, um das Verbrechersyndikat endgültig zu zerstören. Nicht nur Gerüchte oder Vermutungen, sondern handfeste Beweise. Jahrelange Ermittlungen, Informanten, geleakte Dokumente, alles führte zu diesem Moment. Doch nun war sie fort, spurlos verschwunden. Johannes kannte Sophie. Sie war furchtlos, akribisch. Sie wäre nicht einfach weggelaufen. Das konnte nur eines bedeuten: Jemand hatte sie entführt. Als er das Gerichtsgebäude verließ, vibrierte sein Handy. Eine einzige Nachricht. Keine Nummer, kein Absender. Sie wusste zu viel. Du bist der Nächste. Der Regen prasselte auf die neonbeleuchteten Straßen, während Johannes durch die Stadt fuhr. Sein Verstand arbeitete auf Hochtouren. Sophie hatte gegen Dorian Vahlen ermittelt, einen milliardenschweren Philanthropen, dessen verborgenes Imperium auf Korruption und Blut aufgebaut war. Doch Vahlen war immer unantastbar gewesen, bis jetzt. Johannes erreichte Sophies Wohnung. Die Tür stand leicht offen, das Schloss aufgebrochen. Drinnen herrschte Chaos, verstreute Papiere, umgeworfene Möbel, ein zerbrochenes Glas in der Nähe des Kamins. Doch was seine Aufmerksamkeit fesselte, war ein kleines Aufnahmegerät, dessen rotes Licht blinkte. Er drückte auf Play. Eine flüsternde Stimme erfüllte den Raum. Wenn du das hier hörst, habe ich es nicht geschafft. Aber die Wahrheit ist dort versteckt, wo die Wände lauschen. Finde sie, bevor sie dich finden. Wo die Wände lauschen, murmelte Johannes. Dann fiel es ihm ein. Die alte Bibliothek. Sophie hatte immer gesagt, dass die Geschichte Ohren hat. Er eilte zu dem verlassenen Gebäude, in dem sie unzählige Stunden mit ihren Recherchen verbracht hatte. Drinnen roch es nach Staub und vergessenen Geheimnissen. Er folgte Sophies üblichen Wegen, suchte nach Hinweisen. Dann, hinter einem losen Ziegelstein, fand er eine alte Kassette mit der Aufschrift Vahlen letzter Beweis. Als er sie in seine Rekorder legte, entfaltete sich die Wahrheit in einem erschütternden Geständnis von Vahlen selbst, Morde, Bestechungen und Verrat. Es war genug, um ihn für immer zu Fall zu bringen. Plötzlich ein Geräusch. Schritte näherten sich. Johannes drehte sich um, die Waffe erhoben. Ein Schatten trat aus der Dunkelheit hervor. Sophie, gezeichnet von blauen Flecken, aber am Leben. Sie haben es versucht, flüsterte sie, aber sie haben versagt. Sie schwankte leicht, die Erschöpfung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Johannes fing sie auf, bevor sie fiel. Wir müssen los, sagte er und half ihr auf die Beine. Sie werden nicht aufhören, bis das hier verschwunden ist. Johannes brachte Sophie zu seinem Auto und fuhr los in Richtung Polizeirevier. Doch als sie die Stadtgrenze erreichten, tauchten Scheinwerfer im Rückspiegel auf mehrere Wagen. Schwarze SUVs, die sich schnell näherten. Sie haben uns gefunden, murmelte Sophie und packte Johannes' Arm. Noch nicht, erwiderte er und bog scharf in eine Nebenstraße ab. Die Fahrzeuge rasten vorbei, verfehlten sie um Haaresbreite. Johannes parkte unter einer kaputten Straßenlaterne und atmete schwer aus. Wir müssen klüger sein als sie. Sophie zog einen USB-Stick aus ihrer Tasche. Das Band ist nur ein Teil. Aber das hier? Das ist alles. Jede Transaktion, jeder Name war ins gesamtes Imperium entlarvt. Johannes starrte auf das kleine Gerät. Dann bringen wir das nicht zur Polizei. Wir bringen es an die Öffentlichkeit. Bei Sonnenaufgang waren die Dateien hochgeladen. Nachrichtensender berichteten in einer Welle von Enthüllungen über Vahlens dunkles Imperium. Der einst unantastbare Mann war nun der meistgesuchte Verbrecher des Landes. Während Johannes und Sophie aus einem sicheren Versteck zusahen, drang die Stimme einer Nachrichtensprecherin durch den Raum. Eilmeldung. Gegen den Milliardär Dorian Vahlen laufen Bundesermittlungen, nachdem geleakte Beweise ihn mit mehreren Verbrechen, darunter Mord und Betrug, in Verbindung bringen. Haftbefehle wurden ausgestellt. Sophie seufzte. Es ist vorbei. Johannes schüttelte den Kopf. Noch nicht. Vahlen hat immer noch Verbündete. Leute, die versuchen werden, sein Imperium zu retten.
Wir müssen sicherstellen, dass es diesmal wirklich zu Ende ist. Ein plötzlicher Klopfer an der Tür ließ sie beide erstarren. Johannes griff nach seiner Waffe, während Sophie zum Türspion schlich. »Es ist ein alter Freund«, flüsterte sie und öffnete. Vor ihnen stand Daniel Preuß, ein ehemaliger FBI-Agent, der vor Jahren diskreditiert wurde, weil er gegen Wahlen ermittelte. »Ihr habt gute Arbeit geleistet«, sagte er und trat ein. »Aber dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Wahlen mag fallen, aber seine Leute werden euch jagen. Und ich bin hier, um sicherzustellen, dass das nicht passiert.« Johannes wechselte einen Blick mit Sophie. Der Kampf war noch nicht zu Ende, aber diesmal hatten sie Verbündete. Und diesmal waren sie vorbereitet. Dann schob Preuß eine Mappe auf den Tisch. »Bevor ihr euch zu früh freut, solltet ihr euch das ansehen.« Johannes öffnete sie, seine Augen verengten sich. Darin waren geheime Dokumente, Beweise dafür, dass jemand noch Mächtigeres als Wahlen die Fäden in der Hand hielt. »Lernt den wahren Drahtzieher kennen«, sagte Preuß düster. »Das geht tiefer, als wir dachten.« Sophie schluckte schwer. »Dann fangen wir von vorne an.« Und als die Uhr erneut Mitternacht schlug, fiel der Hammer diesmal nicht für die Gerechtigkeit, sondern für den Beginn von etwas noch viel Größerem.